Hillbilly Elegy von J.D. Vance. Das Buch von Trumps Vizekandidaten fliegt aus dem Programm des Ullstein Verlags. Seit seiner Ernennung zur rechten Hand von Donald Trump ist das Interesse an dem US-Politiker J.D. Vance weltweit groß. Auch sein Bestseller Hillbilly Elegy wird wiederentdeckt. Doch die 2017 erschienene deutsche Übersetzung der Autobiografie ist vergriffen. Und der Ullstein Verlag will das Buch auf Deutsch nicht mehr nachdrucken, berichtet der Spiegel. Der Verlag führt politische Gründe an. Das Buch lieferte einen wertvollen Beitrag zum Verständnis des Auseinanderdriftens der US-Gesellschaft, erklärt der Verlag. Aber mittlerweile vertrete Vance an der Seite von Donald Trump selbst eine aggressive, demagogische, ausgrenzende Politik. Das ist die Begründung, dass es keine Neuauflage geben soll, dieses Buches. Darüber möchte ich sprechen mit Mara Delius, Literaturkritikerin. Willkommen hier bei Welt, Frau Delius. Haben Sie Verständnis dafür, dass ein Verlag ein Buch aus dem Programm nimmt, weil der Sinn und die Meinung eines Schriftstellers dem Verlag nicht passt? Naja, es ist natürlich, wenn man sich mit Verlagen etwas beschäftigt, eine absolut vielsagende Entscheidung. Man muss grundsätzlich erst mal sagen, dass es eine politische Entscheidung zu sein scheint. Das hat der Verlag ja auch auf Nachfrage ganz klar bestätigt. Man will sich quasi vom Trumpisten Vance und dessen, Sie haben es ja gerade zitiert, demagogischer Politik distanzieren. Das heißt natürlich auch, der Autor passt quasi dem Verlag nicht mehr. Man muss allerdings auch sagen, dass es natürlich jedem Verlag frei steht, das zu publizieren, was er möchte, das zu publizieren, was er glaubt, das zu seinem Markenkern quasi gehört. Aber andererseits sagt der Verlag auch, das, was in dem Buch steht, das erklärt ganz deutlich denen, die es nicht wissen, warum die amerikanische Gesellschaft so ist, wie sie ist. Das heißt, an dem Buch an sich ist nichts falsch. Rechtfertigt das dann tatsächlich eine politische Entscheidung zu sagen, weil die mir jetzt nicht mehr passt, ist das Buch auch raus? Nee, das natürlich eigentlich nicht. Es ist ja in einer gewissen Weise, der ganze Fall ist interessanterweise ein Lehrstück, auch in einer gewissen Weise über die Verlagslandschaft. Also der Verlag selber traut den Lesern des Buches eigentlich nicht mehr richtig zu differenzieren zwischen den Inhalten des Buches und der politischen Person, dem politischen Programm von J.D. Vance. Kann es aber auch sein, dass es vielleicht vom Verlag so eine Art, ich will das mal vorauseilender Gehorsam nennen, gewesen ist? Ich versuche das zu erklären, weil öffentliche oder Verlage liegen oder sind momentan öffentlich enorm unter Druck. Wir erinnern uns an Diskussionen, zum Beispiel, nicht damit zu vergleichen, aber Karl May, Pippi Langstrumpf darf das doch sagen, ist das noch politisch korrekt? Und wenn nicht, schreiben wir es um, machen wir eine neue Geschichte draus. Und das nur, weil es einer bestimmten Klientel nicht passt. Und kann es vielleicht auch sein, dass Verlage im Vorfeld, um diese Diskussion zu umgehen, schon mal quasi handeln, um sich dann nicht für irgendetwas, was in der Kritik steht, entschuldigen zu müssen? Ja, ich muss natürlich als Literaturkritikerin gleich sagen, man muss ja immer von Fall zu Fall differenzieren. Natürlich muss man das. Es war jetzt sehr plakativ, aber das der Versuch. ist ja wunderbar. Ja. Das ist ja sehr interessant. Mit plakativen Ansichten kann man sich ja wunderbar auseinandersetzen, gerade als Kritiker. Nee, aber im Ernst, es ist natürlich schon insofern interessant. Es gibt ja natürlich, haben Sie es gerade gut beschrieben, es gibt schon eine Tendenz quasi zu etwas bequemen Zeitgeistanpassung im Kulturbetrieb. Das ist sicherlich so, dass man darauf achtet, das eigene Image sozusagen möglichst Kontroversen frei zu halten und hier in diesem Fall wahrscheinlich zu schauen, naja, kommt man vielleicht in eine Art von Kontaktschuldverdacht, wenn man jetzt das Buch eines sich plötzlich als erzkonservativ herausgestellten Autor verlegt. Ja? Was heißt das für den Verlag selber? In dem Fall ist es, finde ich zumindest, und das sage ich gerade als Literaturkritikerin, einfach bitter, weil man im Grunde im Buch selber gut erkennen kann, wie sich der Vance von früher zum Vance von heute gewandelt hat. Und selbst das wäre ja eine sehr interessante Betrachtung, um eben genau das mal quasi analysieren zu können, sehen zu können, was eigentlich aus einem Menschen werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Aber diese Freiheit der Entscheidung, die natürlich jedem Verlag obliegt, klar. Aber was macht das auch so mit der Freiheit einer Gesellschaft? Naja, die Freiheit einer Gesellschaft ist insofern zum Glück noch auch in der kleinen deutschen Verlagswelt gesichert, denn die Rechte am Buch sind ja nun gleich weitergegangen an den Yes-Verlag. Das ist ein Verlag, der zur Münchner Verlagsgruppe gehört, die im Übrigen genau wie der Ullstein Verlag auch zum Bonnier-Konzern gehört. Also das Buch ist jetzt nicht komplett aus der Welt. Ich finde es nur einfach schade, dass ein so großer Publikumsverlag wie der Ullstein Verlag jetzt dieses Buch erst mal für sich fallen gelassen hat. Vielleicht gibt es ja noch ein Umdenken. Mara Delius, war das zum Verbot, nicht zum Verbot, sondern zur Nicht-Wiederveröffentlichung des Buches von J.D. Vance, Autobiografie. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch hier im Studio. Danke. Dankeschön.